Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gerne mal die Tierlist für die Pets vorstellen, welche meiner Meinung nach am besten sind, wenn ihr richtig viel Damage machen wollt. Also eigentlich so ähnlich wie die Tierlist, die ich auch vor kurzem gemacht habe, in der ich euch gezeigt habe, welche Pets am besten geeignet sind, wenn ihr sie verwenden wollt, um ordentlich Coins zu verdienen. Wieder angefangen bei den Pets, welche meiner Meinung nach kein bisschen dafür nützlich sind, wenn ihr sie verwenden wollt, um Damage zu machen, sind die Pets in dem E-Tier, welche ich euch hier mal dargestellt habe. Denn diese Pets haben weder in den aktiven noch in den passiven Stats irgendwas, was euren Schaden erhöht. Weiter geht es mit den Pets in den D-Tier. Dort habe ich beispielsweise die beiden Pferde eingelistet, da diese jetzt nicht unbedingt euren Damage erhöhen, aber wenn ihr auf den Pferden sitzt, erhaltet ihr weniger Knockback, was unter Umständen auch ganz praktisch ist, wenn ihr beispielsweise Slayer macht. Andere Pets, wie beispielsweise das Silberfisch-Pet oder das Tintenfisch-Pet, sind sehr speziell, da beispielsweise ihr durch den Silberfisch True Protection bekommt, was auch für Slayer Grind praktisch wäre. Oder der Tintenfisch verstärkt euren Inkwand, welche man vielleicht auch verwenden könnte, um ordentlich Damage zu machen, aber wo die wenigsten Leute haben überhaupt den Stab, weswegen das Tintenfisch-Pet auch nur im D-Tier ist. Damit kommen wir auch schon zu den Pets im C-Tier. Dort habe ich unter anderem das Ocelot-Pet, einzig und allein, weil dieses euch den Dodge-Stat gibt, welcher ganz praktisch ist, damit ihr selber nicht so viel Damage bekommt. Aus einem ähnlichen Grund habe ich auch den Wal, denn dieser gibt euch recht viel Defense, aber momentan ist Defense noch nicht so wichtig im Spiel, deswegen hat es bei dem Wal nur für C-Tier gereicht. Die anderen beiden Pets, der Magma Slime und der fliegende Fisch, geben euch beide passiv ein wenig Stärke und der Magma Slime erhöht sogar euren Damage gegen Slimes, wobei es momentan im Spiel halt nicht so starke Slimes gibt, dass ihr dort unbedingt den Damage Boost braucht, außer vielleicht, wenn ihr für den Magma Slime Boss optimal gerüstet sein wollt. Damit sind wir auch schon beim B-Tier angelangt. Dort habe ich unter anderem das Schaf, denn dieses ist eigentlich wie eine weiße Armor, nur in Pet-Form. Momentan ist das Schaf-Pet selber aber auch nicht ganz so nützlich, aber vielleicht wird es im Hinblick auf Dungeons deutlich nützlicher, denn die Fähigkeiten des Schaf-Pets buffen ja eigentlich alles rund um Mana, aber leider gibt es momentan im Spiel kaum Waffen, welche auf Mana angewiesen sind, sodass ihr durch die Verwendung des Pets großartig davon profitieren würdet. Das Wither Skelett Pet und das Enderman Pet sind eigentlich ganz ähnlich, beide geben euch passiv ein bisschen mehr Crit Damage und zusätzlich erhaltet ihr beim Wither Skelett Pet noch zusätzlich mehr Damage gegen Wither Mobs und beim Enderman Pet habt ihr mehr Defense gegen Ender Mobs. Den Papagei habe ich auch im B-Tier aufgelistet, zu einem, weil er eure Plots länger macht, was sehr gut ist, wenn ihr regelmäßig an OP-Specials teilnehmt, damit ihr dort länger die Effektdauer des Splashes habt, und zusätzlich gibt der legendäre Papagei sogar noch etwas Stärke, aber nicht nur euch, sondern allen Leuten, die um euch drumherum herumstehen. Auch im B-Tier habe ich die Schildkröte, diese erhöht zwar jetzt nicht direkt euren Schaden, aber sie gibt relativ viel Defense, was auch ganz okay ist, beispielsweise wenn ihr Slayer macht, und auch noch der Effekt, dass ihr keinen Knockback bekommen könnt, ist auch sehr wichtig, wenn ihr auch wiederum Slayer grinden wollt. Damit sind wir auch schon beim A-Tier angelangt. Dort habe ich unter anderem das Blaze Pet eingeordnet, da dieses die Frozen Blaze Armor und die Blaze Armor bufft, wodurch sie relativ stark wird und ihr auch recht viel Schaden mit dieser Rüstung verursachen könnt und sogar recht viel Defense habt, da das Blaze Pet ja auch die Hot Potato Box, wenn ihr welche auf eurer Blaze Armor habt, verstärkt. Das Pigment Pet sehe ich ebenfalls im A-Tier, denn dieses gibt euch passiv Stärke, es bufft zu einem das Pigment Sword und ihr macht noch mehr Damage gegen Mobs, welche Level 100 oder höher sind. Auch das Wolf-Pet sehe ich im A-Tier, denn dieses gibt euch passiv Crit Damage und ist besonders gut für Slayer geeignet, bei einem, weil ihr mehr Combat XP bekommt und zum anderen bei den Wölfen sogar noch mehr Defense gegen die Wölfe habt. Auch das Phoenix-Pet sehe ich im A-Tier, denn zu einem gibt euch das Pet mit der Zeit immer mehr Stärke durch seine Level und auch die Fähigkeit, dass ihr mit jedem vierten Schlag den Gegner anzündet, kann ziemlich viel Schaden machen. Und das letzte Pet, was ich noch im A-Tier eingeordnet habe, ist die Giraffe. Zu einem, weil sie euch passiv Crit Chunks gibt, wenn ihr sie levelt, und zum anderen auch, weil ihr mehr Damage mit der Giraffe macht, wenn ihr euch in der Luft befindet, was beispielsweise recht nützlich ist, wenn ihr die Tarantula Armor verwendet, um beispielsweise Drachen zu fighten. Und damit sind wir auch schon beim S-Tier angelangt. Dort habe ich unter anderem die Biene, welche euch passiv Stärke gibt, und umso mehr Leute mit einer Biene um euch drumherum stehen, desto mehr Stärke bekommt ihr. Ebenfalls im S-Tier sehe ich den Tiger, denn dieser gibt euch passiv Crit Damage und Crit Chance. Zudem hat der Tiger auch die Fähigkeit, dass eure Schläge vielleicht doppelt treffen und auch die Fähigkeit, dass ihr mehr Damage an Mobs macht, wenn kein anderer Mob drumherum steht, ist ganz nützlich, wenn man beispielsweise Bossfights macht. Auch das Löwenpet hat eigentlich fast nur Stats, welche euren Damage erhöhen, weswegen ich ihn auch im S-Tier eingeordnet habe. Denn zu einem erhöht der Löwe eure Stärke, dann gibt er euch noch mehr Waffendamage und den ersten Schlag, den ihr auf jeden Mob macht, macht 30% mehr Schaden und auch Mobs, die unter Level 80 sind, bekommen mehr Schaden durch euch, wenn ihr den Löwen ausgerüstet habt.
Im S-Tier darf natürlich auch das Enderdrachen-Pet nicht fehlen, denn dies ist wohl momentan das beste Pet, wenn es darum geht, möglichst viel Damage zu machen. Denn zu einem erhöht das Enderdrachen-Pet alle Stats, die wichtig sind, wenn es darum geht, mehr Damage zu machen, also Crit Chance, Crit Damage und Stärke. Dann macht ihr noch zusätzlich mehr Damage gegen Endermobs. Weiterhin bufft das Pet sogar noch das Aspect of the Dragon, wodurch dies sogar mehr Damage machen kann als ein 50 Millionen Midas Sword. Und als ob das alles noch nicht genug ist, gibt das Enderdrachen Pet auf Legendär sogar noch einen Superior Boost, also dass einfach mal all eure Stats, die ihr habt, erhöht werden. Ansonsten war das auch schon meine Tierliste zu den Pets, welche meiner Meinung nach am besten sind, wenn ihr richtig viel Damage im Spiel machen wollt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches dieser Pets ihr vielleicht in ein anderes Tier eingeordnet hättet. Und in der Infocard habe ich euch mal das Video verlinkt, in der ich die Tierlist für die Pets durchgehe, wenn es darum geht, am meisten Geld mit den Pets zu verdienen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!